Weiter geht's mit dem Let's Play Skyrim. Beim letzten Mal haben wir jetzt diesen Essbären gefunden, einen Kampfmagier der Klingen. Und dann haben wir noch uns aufgemacht mit Essbären und mit Delfine zu dem uralten Lager der Klingen, wo die Klingen dann auch so ein Wandgemälde gemacht haben und dann nochmal erklärt haben, Alduin, die Drachengeborenen und diesen ganzen Mythos. Und wie die uralten Nord die Stimme, also die Schreie, die Drachenschreie beherrscht haben. Und ja, wie sie die Drachen besiegt haben, die alten Nord. Darüber wurden wir aufgeklärt beim letzten Mal. Und dann haben wir uns hierhin begeben, an den Gipfel von Hochrothgar. Hier, an den höchsten Berg von Skyrim. Und dort sollen wir jetzt mit dem Anführer der Graubärte sprechen. Der heißt Paarthurnax. Und der soll hier leben, alleine hier am Gipfel. Und Zugang verschaffen wir uns, indem wir hier den Nebel hinwegschreien. Und überhaupt ist das halt mega geil gemacht. Also richtig, das ist halt wirklich wie, wenn man jetzt bei den Alpen ganz oben ist, eine Bergtour macht. Genauso haben die das also richtig gut und richtig gelungen designt, die Entwickler hier von Skyrim. Okay, jetzt sind wir ganz oben angekommen und ein Drache erscheint. Und das ist unser Ziel. Aha, okay. Der Drache ist also Paarthurnax. Das haben wir hier noch oben. Da ist dein Hort, oder kann ich da auch noch hin? Greetings, Wundernik. I am Paarthurnax. Jetzt haben wir Paarthurnax gefunden. Who are you? What brings you to my Strumach, my mountain? Du hast noch nicht von mir gehört, Paarthurnax. Haben die Graubärte haben noch nicht von mir erzählt, oder was? Ich habe nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Seid ihr der Meister der Graubärte? They see me as master, Wuth Onik, old and wise. It is true I am old. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? Er meditiert. Okay. Also er meditiert um die Drachenschreie. Ich muss den Drachenfallschrei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the elder speaks first. Hear my thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. Und den bringst du mir jetzt gleich sofort bei. I have spoken. The Rotmulag waits. Kann ich hier noch weiter was fragen? Not until introductions are complete. Zin, why do you intrude here if not for Tinvak? Not until introductions are complete. Gut, dann lerne ich erstmal den Schrei. Sonne, Feueratem. Und er gibt mir noch einen Teil von seiner Seele. Interessant.
Jetzt haben wir ihn endlich, oder? Endlich! Feueratem der Stufe 3. Das ist cool. So, dann... Roll? Yes, Sosedo Vrostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. Wieso denn? Kannst du nicht mit den anderen Drachen dich unterhalten? So, you have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dovasos, dragon blood. What would you ask of me? Ja, möglichst alles. Alles, was du weißt. Könnt ihr mir den Drachenfallschrei beibringen? I have expected you, Proda. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. Genau. Gegen Alduin. Woher wusstet ihr, dass ich nach Drachenfall suchen würde? Die Graubärte wollten gar nicht, dass ich hierher komme. Kennt ihr den Drachenfall oder nicht? Alduin Comet Tid. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jaw, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. Interessant. Also, der Drachenschrei ist ja quasi die Aussage, flieg nicht in der Gegend rum. Und der Drache denkt sich, hä, warum soll ich nicht fliegen? Soll ich jetzt rumkriechen? Also er wüsste jetzt nicht, warum er jetzt kriechen soll und kriechen soll und nicht herumfliegen darf. Und da meint er, okay, da bin ich intellektuell überfordert. Wie kann ich ihn dann lernen? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Das geht euch nichts an. Ich muss Alduin aufhalten. Mir gefällt diese Welt. Sie darf nicht untergehen. Machen wir das. Ruza, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lin Vokin. Would you stop the next world from being born? Also die Welt soll neu geboren werden. Das ist dann, okay, das ist eine interessante Philosophie. Die haben wir auch in Legacy of Kain. Aber ich verstehe nicht, warum ich Alduin überhaupt besiegen soll. Alduin hat doch mein Leben gerettet in Helgen. Ich sollte doch hingerichtet werden. Und dann kam Alduin und hat mein Leben gerettet. Also ich verstehe jetzt auch nicht, warum ich jetzt mich gegen den so krass wenden muss. Ich bin nicht hier, um mit euch über Philosophie zu diskutieren. Die nächste Welt wird sich um sich selbst kümmern müssen. Paz, a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Ulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end
bring it closer. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Sehr schöne Einleitungssätze, die er macht. Do you know why I live here at the peak of the Monavin, what you name throat of the world? Nein, das weiß ich nicht. Erzähl es mir. Nein, Drachen mögen doch die Berge, oder? Daran habe ich noch nie gedacht. Ihr habt gesagt, ihr würdet ihr meine Fragen beantworten. Bitte, ja, das hier. This is the most sacred mountain in Skyrim, Vaffenstillstandsverhandlung, the great mountain of the world. Here, the ancient tongues, the first mortal masters of the voice, brought Alduin to battle and defeated him. Interessant. Hier war der große Kampf. Mit dem Drachenfallschrei, richtig? Yes and no. Viknusnikron. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Eine Schriftrolle der Alten, was ist das? Wollt ihr damit sagen, dass die alten Drachen, die alten Nord, Alduin in die Zukunft geschickt haben? Die haben den in die Zukunft geschickt. Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Okay. Ja, frage ich ja noch das. How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jor do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments of creation. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But this is only a small part of their power. Zofa Suryek. Okay, wie soll mir das weiterhelfen? Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Das ist ein guter Tipp. Sehr schön. Ich habe die Schriftrolle der Alten. Die habe ich nämlich jetzt schon.
You have it. The Kell, the Elder Scroll. Tidkrech Kalos. Time shudders at its touch. There is no question. You are doom-driven. Kogan Akatosh. The very bones of the earth are at your disposal. Go then, fulfill your destiny. Take the scroll to the Time Wound. Do not delay. Alduin will be coming. He cannot miss the signs. So, warte, ich will mich jetzt aber nochmal hier umgucken. Kann ich hier noch höher? Ja, das interessiert mich, was da noch ist. Ist hier nichts mehr, oder? Nur Berg. So, hier kann man aber noch höher. Ah, hier ist ja sogar noch Erze. Erz habe ich aber keine Spitzhacke, ne? Nee. So, und hier ist der Gipfel. Was war das jetzt? Was habe ich jetzt hier runtergeschmissen? Jetzt habe ich irgendwas runtergeschmissen. Boah, Vorsicht. Verdammt, jetzt bin ich ganz verbuggt. Boah, ich lade nochmal. Was habe ich denn da runtergeschmissen? Ne, ich will jetzt wissen, was ich da runtergeschmissen habe. Sorry, das muss ich jetzt nochmal herausfinden. Wenn es jetzt eine kurze Unterbrechung ist. Aber wir sind hier am Gipfel der Welt. Den wollen wir uns natürlich angucken. So. Was habe ich da runtergeworfen? Eine Spitzhacke, eine schartige. Hier ist eine schartige Spitzhacke. Steigert die Schmiedefähigkeit des Trägers und verursacht bei Gegnern bei Treffern 7 Punkte Blitzschaden. Hier haben wir noch Erz, was wir abbauen können. Aber leider ist jetzt irgendwie Nacht, oder was? Dann warte ich nochmal. So, warte, ich warte nochmal, dass es schön Tag ist. So, warten wir nochmal so richtig aufs gute Wetter, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt Schneesturm. Oh, das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum ist jetzt Schneesturm? Bitte, jetzt schönes Wetter. Das Spiel sagt... Ach so, ich muss den Drachen schreien, ne? Verdammt, das ist der falsche. Oh Mann, jetzt habe ich schlechtes Wetter und Nacht. Also ich werde noch den Drachenschrei benutzen, wo schönes Wetter ist und dass hier wirklich schöner blauer Himmel ist. Wenn wir schon mal hier sind. Malachiterz, was auch immer das ist. Ist das ein Stoff von einem Meteoroiden? Kann es sein?
Okay. Das war das hier. Und dann warten wir nochmal. Schön auf den Tag. So. Okay, jetzt ist aber richtig schöner Tag. Also da unten, da ist er. Paarthurnax. Da unten, da haben wir Rifton. Dürfte Rifton sein. Was haben wir hier? Hier ist diese Region, Falkenring. So, hier haben wir Falkenring. So, jetzt, da muss ich aber noch irgendwie hochkommen. So. Und hier haben wir die sonstigen Regionen. Hier ist so Windhelm. Was haben wir da? Da ist das Ödsturz Hügelgrab. Hier ist auch nochmal so ein kleines Gebirge. Und da ist Weißlauf. Auch wenn man es jetzt kaum sieht. Gut, dann waren wir jetzt am absoluten Gipfel der Welt von Skyrim. So, da muss man hier hin. Kann man hier kann man das gucken. Hier ist Weißlauf. Okay. So, Paarthurnax. Mit dir habe ich jetzt auch schon zu Ende geredet, oder? Da kann ich mit dir noch was besprechen? Nein. Er hat sich jetzt quasi zurückgezogen. Gut, jetzt sollen wir die Schriftrolle der Alten lesen und wir können dann die uralten Nordahnen beobachten, wie sie Alduin besiegt oder in die Zukunft geschickt haben. Today, Alduin's lordship will be restored. But I honor your courage. Kriegwolf Akrin, die now. Da liegt ein toter Drache. Have you no thought beyond the blooding of your blade? What else is there? Battle below goes ill. If Alduin does not rise to our challenge, I fear all may be lost. You worry too much, brother. Victory will be ours. Why does Alduin hang back? We've staked everything on this plan of yours, old man. He will come. He cannot ignore our defiance. And why should he fear us, even now? We blooded him well. 4 of his kin have fallen to my blade alone. But none have yet stood against Alduin himself. Balko, Sori, Birka. They did not have dragon breath. Once we bring him down, I promise, I will have his head. You do not understand. Alduin cannot be slain like a lesser dragon. He is beyond our strength. Which is why I brought the Elder Scroll. Veldir,
We agreed not to use it. I never agreed. And if you are right, I will not need We it. will deal with Alduin ourselves. Here and now. We shall see soon enough. Alduin approaches. So be it. Überall fliegen Drachen umher. Tarudis him hint paliv indan. Let those that watch from Sovngarde envy us this day. What have you done? What twisted words have you created? Tarudis Paarthurnax, my teeth to his neck. But first, dear Kumar, fate to feed my power and comfort in Sovngarde. If I die today, it will not be in terror. Skyrim will be free! Ach je. Oh, die ist tot. Verdammt. Ja, die halt zupacken, ne? Sister Hawk, grant us your sacred breath to make this contract heard. Be gone, World Eater. By words with older bones than your own, we break your perch on this age and send you out. You are banished. All our endings unto the last. You are banished. Worked. Did it. Yes, the World Eater is gone. May the spirits have mercy on your souls. Nakib Silesur. My belly is full of the souls of your fellow mortals, Dovahkiin. Die now and await your fate in Sovngarde. Lost Foot, you are too late, Alduin. Dovahkiin, use Dragon Rend if you know it. Drachenfall, wo ist er? Deine Stimme trifft die Seele eines Drachen und zwingt die Bestie dadurch zur Landung. Join me or perish with your mortal friends. Never again. Use Dragon Rend. It's the only chance to Hab ich doch jetzt. Paarthurnax, wo bist du? picked up the weapons of my ancient foes. Was soll ich jetzt machen? Soll ich den jetzt besiegen? I have feasted on many Alter, der tut hier so richtig seine Meteoriten auf mich herabregnen lassen.
ganzen Steine. So, Alduin, hier. So, Alduin, ich glaube, wir machen lieber mit Blitz weiter. Aber ich muss ihn trotzdem leider nur mit Magie. Denn ich bin ja Magier. Und jetzt habe ich ihn gleich. So, nimm das, Alduin. Jetzt haben wir ihn. Unsterblich. Alduin ist unsterblich. Boah, geil. Das war jetzt ein richtig geiler Drachenkampf. Episch. Absolut episch. Klar, ich hätte jetzt noch mein Schwert der Klingen, hätte ich jetzt noch vielleicht noch mitnehmen können. Daran werde ich noch denken, das werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. So, Paarthurnax, genau, bitte. Aber mit Magie, na gut. You truly have the voice of a Dova. Alduin's allies will think twice after this victory. Es war kein wirklicher Sieg, denn Alduin konnte entkommen. Ich muss herausfinden, wohin Alduin verschwunden ist. Nilivrach hin Moro. True, this is not the final Krongrach victory, but not even the heroes of old were able to defeat Alduin in open battle. Alduin always was Paarthurnax, arrogant in his power. Uznagar Par, he took domination as his birthright. This should shake the loyalty of the Dove who serve him. Ich muss herausfinden, wohin Alduin verschwunden ist. Yes, one of his allies could tell us. Matmahus. But it will not be so easy to convince one of them to betray him. Perhaps the Hafkasayun, the palace in Whiterun, Dragon's Reach. It was originally built to house a captive Dova. A fine place to trap one of Alduin's allies, Der Jarl von Weißlauf könnte da anderer Meinung sein. Yes, but your Sum is strong. I do not doubt that you can convince him of the need. Die Drachenfeste wurde erbaut, um einen Drachen einzusperren. Ihr seid der Meister der Graubärte. Kommen andere hierher, um sich ausbilden zu lassen? I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. Ihr meditiert über die Worte wie? Knowing a word of power
is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master: Fus, Faim, and Yol. Was war das nochmal? Ich nehme einfach mal das mittlere. Fade in your tongue. Mortals have greater affinity for this word than the dove. Everything mortal fades away in time, but the spirit remains. Ponder the meaning of spirit. Unslad zi. Where mortal flesh may wither and die, the spirit endures. That is fine. Let that meaning fill you. Sum arc mora. You will find that your spirit will give you more strength. Ewiger Geist hinzugefügt. Die Drachenfeste wurde erbaut und... Warte mal, ich möchte über ein Wort der Macht meditieren. Which calls to you, Dovahkiin? Fus? Faim. Und jetzt Yol. In your tongue, the word simply means fire. It is change given form, power at its most primal. That is the true meaning of Yol. Solyek, power. You have it, as do all Dove. But power is inert without action and choice. Think of this as the fire builds in your sum, in your breath. Sum arc mora. What will you burn? What will you spare? Das innere Feuer hinzugefügt. Which calls to you, Dova. It is called force in your tongue. But as you push the world, so does the world push back. Think of the way force may be applied effortlessly. Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum arc mora. You will push the world harder than it pushes back. Mühelose Wucht hinzugefügt. Schauen wir mal an. Hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass du durch gegnerische Angriffe zurückgestoßen wirst, sinkt um 25%, während deine Angriffe 25% mehr Zurückstoßen bei den Gegnern bewirken. Das ist cool, das nehme ich. Und das andere ist wieder weg, oder? Dein Schrei, Frostatem... Ah ja, genau. Ja, okay, das andere ist wieder weg. So, ich würde gerne mit dir weiterreden. Die Drachenfeste wurde erbaut, um einen Drachen einzusperren? Yes. This was ages ago, you understand. There were more of us then. Before the Bruniki, the Akaviri came and killed all my Zema. I used to visit him from time to time, nearly crazed by loneliness and captivity. Tiraz Sivaz. He did not even remember his own name. I do not know how he came to be caught, but the Bronyun, the Jarl, was very proud of his pet. Ach, du warst dieses Haustier des Jarl. The Hofkossayun has been known as Dragon's Reach ever since. Also Paarthurnax war das Haustier des Jarl von Weißlauf. Lok Thum.
finde ich, eine absolut geile metaphorische Erzählung. Und zwar, ich interpretiere ja die Drachen als die Reströmer-Ethnie oder die Reströmer-Ethnie-Frau. Und die Nord, also jetzt hier quasi, das sind ja quasi so die Germanen. Und ja, das haben wir ja zum Beispiel auch in der Serie Heidi. Da ist ja auch so, dass dann die Reströmer-Ethnien-Frauen leben dann in dem Haus von dieser germanischen Frau. Also die Reströmer-Frau wird dann quasi als Haustier gehalten von den Germanen. Das ist eine Metaphorik, oder halt eine Geschichte, die wir auf jeden Fall sehr gut kennen. Und auf der anderen Seite, wenn natürlich die Drachen die Oberhand gewinnen, dann haben wir jetzt gesehen bei der Elder Scrolls, wie halt die Germanen sich dagegen zur Wehr setzen und sagen, nein, wir sind frei, wir sind nicht die Sklaven, also der Römer, also die Germanen sind nicht die Sklaven der Römer. Das ist sozusagen hier die Metaphorik, um die es hier geht. Und ich finde es richtig cool, also richtig gut umgesetzt. Macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. So, dann müssen wir noch reden, ne, mit den anderen. Sprich mit dem Jarl. Aber mit Angiir. Warte, ich will noch mit Angiir reden. Angiir, was hast du noch zu sagen? Und Esbern, was hat der noch zu sagen? So, Angier, da bist du, oder? Nein, da bist du nicht. Wo ist Angier immer? Ist ja mal ein Gesuche nach diesem Angier. Angier, bist du hier? Ja, da bist du, oder? Ja, oh Gott. Alduin? We heard the Dragonren shout from here. You defeated him? Ja, aber er ist entkommen. Ich muss sein Portal nach Sovengarde finden. I feared as much. I thought it was him we saw flying east after your battle. Ich werde versuchen, einen Drachen zu fangen, wenn Balgruf mir dabei hilft. Ah, Dragon's Reach. There are many difficulties, but I cannot think of a better plan. Although I fear the Jarl may not be easy to persuade. Remember, the way of the voice trains you for more than battle. Indeed, we believe that battle is the least of its uses. May the strength and truth of your voice serve you well. Breath and focus. Wohin ist Alduin gegangen? The old tales say that he can travel into Sovngarde to devour the souls of the dead. You must find out how he does this before he regains his strength and returns. Okay, Breath and focus. alles klar. So, wie komme ich hier wieder raus? Ich rede jetzt nochmal mit Esbern. Hier sind die Versammlungsräume. Ist das hier ein Labyrinth? Ist ja unglaublich. Hier? Ich gehe einfach mal hier raus. Gut. Dann reden wir nochmal mit Esbern. Esbern, was sagst du dazu? Und ich hole dann auch gleich nochmal mein Schwert, was mir hilft gegen die Drachen. Das könnte auf jeden Fall auch nützlich sein. Wer bist du denn? I'm a blade now. I can So. hardly believe it. Also die wechseln sich da ab mit der Wache. Esbern, wo bist du? In den Gemeinschaftsräumen muss er wieder, oder ist er wieder da draußen? Ich schaue erstmal in den Gemeinschaftsräumen. Lydia.
Vielleicht ist er doch draußen. Ja, genau, also hier ist er auch gerne. Schauen wir mal, ob der da ist. Da ist er, oder? I used to dream of it. In the dream I was standing someplace high up. A tower or a mountain. It was always just before dawn. The whole world was in darkness. Then came the flash of light, just on the horizon, within the clouds that mark the border between worlds. It could have been lightning, but there was no thunder. In the dream, the sense of foreboding grew. But I could never wake up. Then it came again, this time more distinct, closer. Definitely not lightning. Now it was orange, brilliant orange. The color of hearth and dawn. And a sound, too, distinct and indistinct. Not thunder, something else. Something I should recognize, but in the dream I cannot place it. I want to leave my high place to seek shelter from what I don't yet know. In the manner of dreams, I cannot escape. I'm forced to wait and watch. Then, finally, realization and horror arrive together. The orange is flame, heat. The sound, the roar, a challenge in their ancient tongue. But now it's too late for escape. The dragon is upon me, fire and darkness descending like a thunderbolt. And not just any dragon, but the dragon, Aldrin, the World Eater, the dragon who devours both the living and the dead. And then I would wake up and hope that it was just a dream, but know that it was not. Did you find the Elder Scroll? What happened when you took it back to the throat of the world? So, was denkst du darüber, was er hier erzählt hat? Ich habe den Drachenfall gegen Alduin gewirkt, aber er ist entkommen. Esbern should be able to help. He spent his whole life poring over every old book he could find about dragons and that prophecy. He's been digging around the records the Blades left here too. But we can talk about that later. Ich glaube, Esbern. Wir müssen noch zu Ende reden. Did you find the Elder Scroll? What happened when you took it back to the throat of the world? Ich habe Alduin bezwungen, aber er konnte entkommen. Ich muss ihn finden. He must have returned to Sovngarde to feed on the souls of the dead. If you don't find him soon, he'll return stronger than ever. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich werde einen Drachen in der Drachenfeste fangen. The Jarl's Palace in White Run? Ah yes, the old story about King Olaf's pet dragon. Ingenious. König Olaf. Although it might be difficult to persuade the Jarl to allow you to use his palace as a dragon trap. I'm sure you'll manage, though. If you can defeat the World Eater, surely sweet-talking the Jarl of Whiterun isn't beyond. I'm afraid there's a further problem, a serious one. I've discovered who the Greybeard's leader really is. Ihr habt was entdeckt? He's a dragon. Not just any dragon, but the right hand of Alduin, responsible for many atrocities during the ancient dragon. Ach, The Blades have been hunting him for centuries, but he was protected by the Greybeards, and then the Emperors. Justice demands that he die for his crimes. Until he is dead, I'm afraid my oath as a Blade prevents me from offering you aid and comfort. Ach krass. Heftig. Töte Paarthurnax. Wohin ist Alduin gegangen? Haven't you been listening to me?
All the old tales agree that he has some means to travel to Sovngarde itself. There, he devours the souls of the heroic dead to feed his power. You must find his portal to Sovngarde before he returns stronger than ever. Aber ich kann ja jetzt auf Drachen herumfliegen, seit ich Mira-Ark besiegt habe. Da müsste mich ja eigentlich irgendein Drache dahin fliegen. Okay, was Paarthurnax angeht. Justice can be harsh, but it is still justice. Paarthurnax deserves to die. Ach hey, wow. Warum soll er sterben? Paarthurnax was the author of many atrocities during the Dragon World. Crimes great enough to be remembered for thousands of years. True, he turned traitor to Alduin and helped overthrow the dragon cult, but that does not excuse or expiate his previous deeds. Whether or not he has truly repented or merely acted to save himself, justice demands that he pay with his life. Krass, aber Paarthurnax hat uns ja so krass geholfen. Ohne den wüssten wir ja gar nicht, was wir machen sollen gegen Alduin. Goodbye then. Yes? Also Esbern ist mir auf jeden Fall zutiefst unsympathisch. Kann man eigentlich Esbern töten? Esbern geht mir richtig auf den Sack. Also Esbern ist auch noch unsterblich. Aber Delfine, was ist hier? You shouldn't be here unless you decided to bring Paarthurnax. Also das Spiel möchte, dass ich Paarthurnax töte. Wow. Also Esbern ist mir auf jeden Fall unsympathisch. Wieso kann ich den nicht abschlachten? Kann ich den am Ende töten? Also am Ende werde ich den auf jeden Fall noch töten. Gut, Paarthurnax. Ich muss dich töten. Esbern hat es befohlen. Dieser miese Esbern. Also Paarthurnax ist mir richtig sympathisch, aber es muss geschehen. Weil sonst kann ich ja die Quest nicht abschließen. Leider. Paarthurnax. Dremyolok, greetings. Die Klingen sagen, ihr hättet verdient zu sterben. The blades are wise not to trust me. Only Khan Niov. I would not trust another Dova. Warum sollten sie euch nicht vertrauen? Dov Walan Farel. We were made to dominate. The will to power is in our blood. You feel it in yourself, do you not? I can be trusted. I know this, but they do not. Only Khan Niov Dova. It is always wise to mistrust a Dova. I have overcome my nature only through meditation and long study of the way of the voice. No day goes by where I am not tempted to return to my inborn nature. Zimkrifhorvut se suyech. What is better, to be born good or to overcome your evil nature through great effort? Das ist ja richtig interessant, was er erzählt. Ja, die Drachen sind geboren, um zu herrschen oder halt, also ist wie in dieser Ameisen-Doku, wo es diese parasitären Ameisen gibt und diese nicht parasitären Ameisenarten. Und die parasitären Ameisenarten, die sind dazu geboren, die anderen nicht parasitären zu parasitieren und die Macht über die zu übernehmen und die zu versklaven. Also das ist ungefähr das, was er jetzt hier erzählt hat. Also quasi ein Naturphänomen der Evolution, was halt überhaupt nichts mit Moral oder so zu tun hat, sondern einfach
Biologie ist der Evolution und der Natur. So, Paarthurnax, aber leider, ich muss dich töten, ne? Denn die Klingen wollen es so. Bist du auch unsterblich, oder was? Nein. Ach, krank. Was sagen die Graubärte dazu, dass Paarthurnax jetzt tot ist? Jetzt haben wir einen feigen Mord, also wirklich Mord, begangen an Paarthurnax. Ein Drache, der wirklich sehr, sehr interessante Sachen gesagt hat, also die mich wirklich berühren, also wirklich, die ich komplett fühle. Und der uns geholfen hat und ohne den wir überhaupt gar nicht wüssten, was wir überhaupt gegen Alduin machen sollen. Den haben wir jetzt einfach ermordet, weil irgendein komischer alter Mann namens Esbern es von uns so gefordert hat. Also Esbern wird am Ende auf jeden Fall noch getötet. Also der kann doch nicht unsterblich sein, oder? Delfine. Hier, was Paarthurnax angeht. Have you decided to do the right thing, Dragonborn? Es ist vollbracht, Paarthurnax ist tot. I knew we could count on you. Glad to have you back on our side. Krank. Absolut krank. Esbern, was sagst du dazu, dass Paarthurnax jetzt tot ist? Brauche ich die überhaupt noch? Da bist du ja. Hey, did you say something? Habt ihr Drachen zum Jagen gefunden? Very good. So, jetzt kann ich dich jetzt töten. Rache für Paarthurnax. Ich darf dich nicht erschlagen. Esbern ist unsterblich. Bist du jetzt tot? Nein. So, und dann... Okay, aber ich glaube, irgendwann kann ich die noch töten. Irgendwann. Irgendwann werde ich Paarthurnax noch rächen. So. Okay. So, ich hole mir mal das Schwert der Klingen. Hole ich mir noch mal schnell. Das kann ich vielleicht doch gut gebrauchen. Also ich habe ja noch... Ich kann das noch... Kurier, okay. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Let's see. Wieder ein Testament. In Windhelm. Looks like that's it. Got to go. Quinte Nevalle, was ist das denn jetzt? Sprich mit, okay. Während Nurelions Rekonvaleszenz habe ich die Legenden über das Fläschchen studiert. Ich weiß nicht genug über die Kunst des Verzauberns, um ein neues zu schaffen. Aber mit den passenden Materialien würde es mir vielleicht gelingen, das Alte zu reparieren. Bitte kommt mich so bald wie möglich besuchen. Hochachtungsvoll, Quintus Nevalle, Windhelm. Nope,
Sorry. So, ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Nurilons Gehilfe Quintus glaubt, eine Möglichkeit gefunden zu haben, das weiße Fläschchen zu reparieren. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist, worum es da jetzt geht. So, ich suche jetzt mal hier das Schwert. So, da ist es schon. Drachenflug. Habe ich noch einen Seelenstein? Nö. Hello, my love. Geh mal zur Seite. So, ich lade den mal auf. Das Schwert muss natürlich wieder aufgeladen werden. Keine Gegenstände. Hä? Warum nicht? Okay. Ja gut, ich räume mal hier auf noch. Schartige, warte, die tue ich mal auch hier hin. Die Schartige steigert die Schmiedefähigkeit. So eine ganz besondere Spitzhacke. Mama, you're home. Wanna play a game? Nein. Zurück ins Bett. Aww. So, dann reden wir mal mit dem Magier da in Windhelm. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich weiß nicht mehr, wer dieser Typ war, warum der mir jetzt hier einen Brief schickt. Vielleicht, weil ich hohes Level habe. Level 80 macht er das? Kann das sein? So, ich renne mal einfach mal schnell zu dem hin. What are you doing there for? Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. So. My master can be a bit short-tempered, but I've learned so much from him. Ich habe euren Brief erhalten. Good to hear. You can be a difficult woman to find. Thankfully, those couriers are tenacious. Ihr glaubt zu wissen, wie man das Fläschchen reparieren kann? I have some thoughts. There are 3 crucial elements. Some may be easier to find than others. On the top of the throat of the world is a patch of unmelting snow. No heat can touch it. Then we need the tusk of a mammoth, ground to a fine powder as only the giants know how. The final step is tricky. It requires the briar heart from a forsworn of the Reach. If you can bring me these materials, the file can again be made whole. Okay. Erzähl mir etwas über The Dornenherz. final tempering of the file was performed with a type of old magic that's been lost since the Dragon War. The nearest modern incarnation of it is the strange rituals practiced by the Forsworn. With the heart of one of their Briar warriors, I can lock the file's magic into its physical form. It's difficult to explain to the layman. Forgive me if I begin waxing alchemic. Erzähl mir etwas über den nicht schmelzenden Schnee. On top of the throat of the world is a patch of snow that's never melted. They say the Greybeards taught it to ignore the sun, and the heat simply washes over it. The original file was made from this snow. We'll only need a small bit for the repairs. Erzähl mir etwas über das Mammutstoßzahnpulver. The ivory produced by those beasts is as hard as iron, but the giants have found ways to make it yield. They're able to grind it down so fine that it can be infused into the lattice of packed snow. The finished material has the delicate nature of fresh powder snow, but the strength of the hardest steel. Until next time. Also der schickt mich jetzt hier... Ich schau mal, ob ich die 2 anderen Sachen schon habe. Das zerpulverte Mammut und das Dornherz. Aber ein Dornherz müsste ich doch noch haben. Ich hoffe, ich habe noch eins. Ich habe nicht alle, wo ich Schmieden aufgelevelt habe, einfach verschwendet.
Ich hoffe es. Mal gucken. So, warte, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Pulver aus einem Mammutstoßzahn. Beschaffe Herz eines Dornen ist abgeschworen. Herz der Ordnung. Ansonsten habe ich kein Herz. Hier bei D. Dornenherz. Okay, geil. Und was war das? Mammut. Mammut. Also hier sehe ich schon mal keinen Mammut. Das hier. Ist es das nicht? Okay. Pulver aus einem Mammutstoßzahn. Das habe ich doch jetzt, oder? Hier, pulverisierte Mammutstoßzahn. Wieso gilt das jetzt nicht? Muss ich es nochmal finden, oder was? Und Schnee, der nicht schmilzt. Ist das verbuggt? Also wenn es verbuggt ist, dann kann ich es ja nicht machen. So, die gehen nochmal ganz kurz hier hin und schauen nochmal, ob wir den Schnee finden. Hier ist er, okay. Hier, nimmer schmelzender Schnee. Okay, aber ich muss ganz besonderes Pulver finden. Aber es ist cool, dass mir hier angezeigt wird, wo das ist. Da muss ich nicht ewig suchen. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ist hier jemand? Okay. Warte, ich... So. Und ich habe hier noch einen Mammut, der nicht abgeschlossen ist. Den habe ich beim letzten Mal noch zufällig entdeckt. Schauen wir mal, ob wir das noch abschließen hier. So, dich habe ich. Okay, hier ist die Truhe. Ein Helm, okay. Nehmen wir nochmal einen Riesenkäse auch noch mit. Und ist hier sonst noch irgendwas? Hier ist nix. Okay, habe ich das jetzt auch abgeschlossen? Abgeschlossen. Okay, cool. Wow. Aber gut, dass mir angezeigt war, wo ich das finde. Dann kann ich auch gleich das schnell erledigen. Das ist gut. So, bitte ist offen.
My father says we Ja, need to just Gott sei Dank. Oh mein Gott. Nicht, dass ich wieder einen Tag What warten can I do muss. for you? So, wo bist du? Hier. My master can be a bit short-tempered, but I've learned so much from him. So, ich hab's geschafft. I'll never have Master Nurelian's skill with potions. Hier. Ich habe das Material, das ihr haben wolltet. Thank the gods. I'll get to work on the files straight away. Also ich habe 100% keine Ahnung mehr, was das für eine Quest war, ursprünglich. Aber der brauchte diesen nicht schmelzenden Schnee und den konnten wir jetzt erst holen, also wo wir halt da oben waren. Was machst du jetzt? Master, look. It's a file. What? How? Doesn't matter, look. It's refilling with your tonic as we speak. Marvelous. He is gone. But thanks to you, he died knowing his life's work was not in vain. Ach hey, das tut mir leid. As am I. You acted very nobly in helping my master realize his life's work. Thank you for that. As for myself, I've always been content to simply be an alchemist. I fear keeping the file would just remind me of Nurelian's obsession and how it consumed him. Here, keep it. You are as much a part of its legend now as Corral Mill was. I hope it brings you the happiness that my master desired. Now, how would you like me to align the file's properties? I'm not as skilled as Corral Mill, so I'm afraid it will only ever refill with one type of liquid. Ich möchte die Macht der Heilung besitzen. Ich möchte den Mächtigen der Magie widerstehen. Ich möchte im Kampf zäher sein. Ich möchte meine Zauberfertigkeiten verbessern. Ich möchte im Kampf mehr Schaden verursachen. Ich möchte mich besser in den Schatten. Ich würde sagen, ich möchte den Mächten der Magie widerstehen. Ich glaube, das ist... Wobei, die machen uns eigentlich gar nichts, ne? Ja gut, dann die Macht der Heilung, weil wir auch so wenig Leben haben. Also ich habe relativ wenig Leben geskillt. I understand. Good day, friend. Keeping well? Hast du noch was? I have a decent mind for potions, but I've also learned how to craft magical items. Was werdet ihr jetzt ohne Nurelion machen? I'll carry on his tradition as best I can. I could spend a lifetime just going over his notes. So, was hast du mir jetzt gegeben? Stellt 100 Gesundheitspunkte wieder her. Naja. Okay, der alte Meister ist gestorben. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich einen, ja, Standard-Trank bekommen, der jetzt nichts Besonderes ist. Gut, aber was wir jetzt noch machen ist, ich schaue jetzt nochmal hier hin. Ich will jetzt nochmal hier hingucken. Hier. Ich das alles auswähle, ne? Hier, das hier. Hier. Bogenwindspitze. So, ich will da nochmal hinschauen. Das kann doch nicht sein, dass das so krass verbuggt. Da gucken wir nochmal hin. So, ich nehme jetzt hier nochmal meinen Ehegatten mit. So, komm mit. Hello, my love. Back from some adventure, I bet. Lead the way. Bist du immer noch Vampir? Ja, er ist noch Vampir. Sehr gut. Oh, ich finde es auch so cool, dass wir die Leute einfach so beliebig zu Vampiren machen können. Das ist auch richtig cool.
Jetzt sind wir hier. Ach so, genau das. Hier. Da habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Ist der Drachenschrei verbuggt? So, das will ich jetzt nochmal wissen. So, lass mich mal nochmal beschwören. Ich nehme mal den Sturmdiener. So, von her. Ich nehme mal... Was ist denn? Drachenfall. Ich kann noch mal einen mächtigeren Schrei machen. Und zwar zum Beispiel Feueratem. Jetzt ist sie wieder weggeflogen. So, nimm das. Und das mit dir. Vorsicht. Hier, detrische Rüstung der einzigartigen Wiederherstellung. Das ist ja krass. Die gibt uns hier richtige detrische Ausrüstung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und da oben sind noch Gegner, oder was? Was? Wo kommst du denn her? Hier, der fliegt mir einfach entgegen. Habt ihr's? Okay. Genau, also hier alleine hin. Ne. Da muss ich definitiv mit meinen Gefährten kommen hier. So, wir haben jetzt alle Gegner hier besiegt. Und der ist verbuggt, oder wie? Ich höre auch nichts. Der ist verbuggt. Verdammt. Ich höre nichts. Also ich höre keinen Drachenschrei und weil der verbuggt ist, habe ich hier nicht abgeschlossen. Deswegen gilt hier nicht abgeschlossen. Wegen dem Bug.
Ich frage mal Angier, ob er noch einen anderen Ort kennt. Das machen wir noch ganz schnell. Und ich wollte ja sowieso noch mal zu Angier, weil ich habe jetzt Paarthurnax erschlagen. Und da will ich natürlich wissen, was der dazu sagt. Was ist das? Achso. Also ich möchte natürlich wissen, was sagt Angier jetzt, dass Paarthurnax tot ist. Und ob der mir noch was erzählen kann. So, der ist so immer hier, ne? Wo bist du? Ist der jetzt da draußen oder was? Bist du Angier? Ja. This is how you repay our trust. Paarthurnax's trust, his noble spirit, the wisdom of ages, his deep understanding of our existence, all gone? And for what? Mindless vendetta urged on you by a cabal of Akaviri barbarians. Begone, before even my philosophy is tested beyond the breaking point. We are men of peace, and you are not. We have nothing to say to each other. Paarthurnax's murder is beyond my powers of forgiveness. We have nothing to say to each other. Okay, also er gibt mir auch keine Tipps mehr, wo ich noch Drachenschreie finde. Das ist natürlich mies. Ich hoffe, der hilft mir jetzt noch. Der muss mir jetzt aber noch helfen, weil ich möchte jetzt noch... Ich möchte jetzt noch den Drachen fangen. So, wo muss ich da jetzt hin? So, mache ich das mal weg. So. Okay. Jetzt müssen wir mit dem Jarl reden. Mit dem Jarl. Und den überzeugen, dass sein Zuhause, seine Festung, ein Gefängnis ist, wo man einen Drachen als Haustier hält. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der dazu sagt. Das heißt ja auch Drachenfeste. Also dort wird ein Drache festgehalten. Yes. I've got my eyes. So, der Jarl kommt. Ich hoffe. Oder muss ich mit dem jetzt oben reden? Okay, wir warten noch ganz kurz auf die. Vielleicht, oder wir können noch eine Stunde warten. So. May the gods watch over your battles, friend. What is it that you need? Ich brauche eure Hilfe. Ich muss einen Drachen in eurem Palast fangen. I must have misheard you. I thought you asked me to help you trap a dragon in my palace. Ihr wisst, ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Ihr habt richtig gehört. Das ist der einzige Weg, um die Drachen aufzuhalten. What you're asking for is insane. Impossible. You want me to let a dragon into the heart of my city? With the threat of war on my doorstep? Die Gefahr ist wesentlich größer, als ihr glaubt. Alduin ist zurückgekehrt. Alduin? The World Eater himself? But how can we fight him? Doesn't his return mean it's the end times? Es ist hoffnungslos, wenn wir aufgeben. Ich bin ein Drachenblut. Es ist mein Schicksal, ihn aufzuhalten. I don't know about such things, but I heard the Greybeard summon you. That's good enough for me. Now what's this nonsense about trapping a dragon in my palace? Es ist die einzige Möglichkeit, Alduin zu finden, bevor es zu spät ist. I want to help you, Dragonborn, and I will, but I need your help first. Ulfric and General Tullius are both just waiting for me to make a wrong move.
Do you think they will sit idle while the dragon is slaughtering my men and burning my city? No. I can't risk weakening the city while we are under the threat of enemy attack. I'm sorry. Was, wenn ihr euch keine Sorge um einen feindlichen Angriff machen müsst? Then I would be glad to help you with your mad dragon trapping scheme. But getting both sides to agree to a truce will be difficult at this point. The bitterness has gone too deep. Maybe. What of the Greybeards? They are respected by all Nords. High Hrothgar is neutral territory. If the Greybeards were willing to host a peace council, then maybe Ulfric and Tullius would have to listen. Überlasst es mir. Ich werde mit Angier über die Ausrichtung von Friedensverhandlungen reden. Obwohl der ja eigentlich gar nicht mehr mit mir reden möchte. Mal gucken. Aye, Dragonborn. Maybe you can stop the dragons and this war into the bargain. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? Die Drachenfeste wurde erbaut, um einen Drachen einzusperren. According to legend, although I never thought to put the tale to the test, Jarl Olaf One-Eye it was, who later became High King. They say he shouted it into submission in single combat atop Mount Anthor and brought it back to Whiterun. Numenex was the dragon's name. That's his skull decorating the main hall. Numenex, okay. Seid ihr bereit? Also es war nicht Paarthurnax, sondern Numenex. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? My men will be ready when you are, Dragonborn. You have a truce to arrange first, eh? Now, if you don't mind, I've got a city to clean. So, dich schicke ich mal wieder weg. So, you think you can make it on your own then? We'll just see about that. Und du... Du musst leider erschlagen werden. Ich brauche ihn nicht mehr. Hier. Okay. Jetzt, genau, jetzt kümmern wir uns um den Bürgerkrieg. Aber zunächst um die Waffen, um den Waffenstillstand. Denn Jarl Ulfric möchte, dass, wenn wir hier einen Drachen fangen, dass da definitiv kein Angriff passiert. Und ja, mal gucken, was der Waffenstillstand jetzt so, wie wir das hinbekommen mit dem Waffenstillstand, den Ulfric sich wünscht. So, jetzt müssen wir aber miteinander reden. What further business do you have with us? So, jetzt kann ich endlich wieder mit dir reden. Erzähl mir etwas. Kannst du mir noch sagen, wo Drachenschreie sind? Erzähl mir was über die Graubärte. Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Okay. Ich brauche eure Hilfe, um den Krieg zu beenden. You misunderstand our authority. The Greybeards have never involved themselves in political affairs. Jarl Balgruf will mir erst helfen, wenn der Krieg vorüber ist. I see. The dragon will lead you to Alduin, but without the Jarl's help. Beide Seiten respektieren die Graubärte. Sie werden zuhören. Paarthurnax has made the decision to help you. This is the road we have to walk. Even the Greybeards must bend to the winds of change, it seems. So be it. Tell Ulfric and General Tullius that the Greybeards wish to speak to them. We will see if they still remember us. Seid ihr bereit, Friedensverhandlungen auszurichten? Deliver the message to the warring parties. If they will listen, I will do what I can to bring them to terms. Hast du mir einen Brief gegeben?
Nein. Guard you. Speak, and then be gone. When Okay, er hat sich beruhigt. Er hat sich wieder beruhigt. Der Tod von Paarthurnax hat ihn jetzt nicht auf Lebenszeit und ewig verstört und verärgert. Sondern wir haben es jetzt wieder geschafft, eben dadurch, dass jetzt halt die Quest weiterging, dass er wieder mit uns redet. Okay, dann reden wir erstmal mit Ulfric und dann mit Tullius. Wobei Tullius, der könnte uns ja zum Beispiel auch sagen, das wäre doch eigentlich auch interessant, dass der Kaiser tot ist. Ne? Der Kaiser ist tot. Wir haben den Kaiser ermordet. And damn the moot! We should risk letting those milk drinkers put Torik's woman on the throne? She'll hand Skyrim over to the elves on a silver plate. All the more reason then. The crown would legitimize your claim. A crown doesn't make a king. No, but this one. If it even exists. It exists, and it will be the symbol of the righteousness of our cause. Think about it. The jagged crown. It heralds back to a time before Jarls and Moots. Back to the time when the king was a king because his enemies fell before him, and his people rose because they loved him. Skyrim needs that king. You will be that king, Ulfric. You must be. You're certain you found it? When have I ever been false with you? Fine. I'll send the Unblooded here with you. Fancy a crawl through a moldering dungeon to see if you can't stir up Garmar's jagged crown. Whatever you... If Ulfric needs a favor, he has You it. see. Anyone else better pay well for the Nee. I'd explain So, my Ulfric. research, but Yes. Make it quick. I'm a busy man. Ich habe eine Nachricht von den Graubärten. Wie läuft der Krieg? The Empire's ravenous hunger for Skyrim silver makes them fierce. But rest assured, we'll win the Reach and wrest it from their greedy paws. So, It's about time they turned their gaze from the heavens back to our bleeding homeland. What do they want? sie möchten über einen Waffenstillstand verhandeln, bis die Drachengefahr gebannt ist. I have the greatest respect for the Greybeards, of course. And the dragon attacks are a growing plague. But the political situation is still delicate. Not all the Jarls are fully committed to supporting me as High King. I can't afford to appear weak. I can't agree to this unless Tullius himself will be there. Vergesst die Politik. Alduin ist zurück. General Tullius hat noch nicht zugestimmt, daran teilzunehmen. Alduin, the world eater of song and legend. If that's true, well, it changes the situation, doesn't it? Even Tullius may be forced to talk sense in the face of such a threat. Ihr werdet also an den Friedensverhandlungen teilnehmen. Yes, I'll give Tullius one more chance to quit Skyrim with his tail between his legs. I'll come to your council, but I doubt any good will come of it. I'll come to your council, but I doubt any good will come of it. I don't know how you convinced Ulfric to talk to the Empire. Worse than a waste of time, if you ask me. I don't know how you convinced Ulfric to talk to the Whatever Empire. you've heard I can Worse do than a is waste of probably time, if true. you ask me. Also bisher ist If Ulfric needs a favor, he has it. Skyrim in Anyone zwei else Teile better pay gespalten. well for the service. Der Osten gehört eigentlich ja komplett den Sturmmänteln I'd explain my und der research, Westen but you gehört just be eigentlich confused. komplett den Kaiserlichen. I don't know how you convinced Ulfric to talk to the Empire. Worse than a waste of time, if you ask me. So,
Also, ich kann anscheinend den Bürgerkrieg erst ganz am Ende spielen. Ganz am Ende, wenn Alduin verbannt ist. Interessant. Also, solange Alduin noch nicht verbannt wurde, so lange kann ich noch nicht den Bürgerkrieg spielen. Schade, eigentlich wollte ich weiß gar nicht, wann die Credits kommen. Ich glaube, die Credits kommen wirklich, wenn man Alduin besiegt hat. Und dann wollte ich eigentlich das Spiel komplett abschließen. Eben, wenn man Alduin besiegt hat. Aber anscheinend geht das nicht. Man muss das Spiel, also sagen wir mal, das Spiel zu 100% durchgespielt, endet offensichtlich, wenn man den Bürgerkrieg entschieden hat. If Ulfric gets his hand on that crown, it won't be a fairy tale. It'll be a problem. Hail, Summoner. Conjure me up a warm bed, would you? I thought the Moot chose the king. We're backing Elisif. What the rebels like to forget is that the Empire's what's keeping the Dominion out of Skyrim. You've been here long enough. I'll take my leave then. Lords aren't always sensible. We follow our hearts. So what? Ulfric gets Damn Stormcloak rebels. No, it's not as simple as that. But the Jagged Crown would be a potent symbol for his cause to rally around. But if we found it first... And we gave it to Elisif. In the absence of the Moot, it would further legitimize her claim. Perhaps. I'm entrusting you with what resources I can spare. But I'm warning you, if this turns out to be a waste of time and men... It won't be a waste. Make sure you take the auxiliary here. You can send her back when you get there and find nothing but old bones and cobwebs. The Stonefist's no fool. He's found the crown. But we'll get to it first. Changed your mind? Decided you wanted to soldier for the Empire after all? Nein. Watch yourself. Something to report? Warum kämpft ihr für das Kaiserreich? I am a loyal citizen of the Empire. My parents were legionnaires, and I followed in their footsteps. But more importantly, I am a daughter of Skyrim, and wish to see her made whole again. Nennen sich die Sturmmäntel nicht selbst Söhne und Tochter von Skyrim? Dann habt ihr also kein Problem mit dem Vertrag, der die Anbetung von Talos untersagt? I'm a soldier, not a politician. And my personal beliefs are not yours to question. Was muss getan werden, um den Krieg zu beenden? I hope Ulfric will come to his senses, but I fear he's in too far to stop now. Likely only Ulfric's death or the overthrow of the Jarl supporting him will end this. Either way, much blood will be spilled. All right then. There's not much up there. Changed your mind? Decided you wanted to soldier for the Empire after all. Ich bin mir nicht sicher, ich muss drüber nachdenken. I see. Well, the Legion will still be here when you change your mind. Rika believes in you, and I'm starting to see why. Consider this. What greater glory than to serve the Emperor and his citizens here in Skyrim, in these days of greatest need? Okay. The Stonefist's no fool. He's found. Watch yourself. Bist du jetzt verbuggt? Das gibt's doch nicht. You're dismissed. Der kann doch nicht verbuggt sein, wegen dem Schwur jetzt oder was? Nein! Warte mal, ich lade nochmal. Wir laden nochmal. Ich lade nochmal hier. Komm, ich muss den einfach nur schnell ansprechen und dann hoffentlich klappt es. If Ulfric gets his hand on that crown, it won't be a fairy tale. Schnell. Und Changed your mind. Decided. Consider. Don't you Nords bla, put bla, any bla. stock in your own tradition? Consider that we're backing Elisif when the Damn Stormcloak rebels. Watch yourself. Hä? Warte mal, wie kann ich das jetzt... Hab ich das jetzt verbockt? You've been here long enough to know that Nords aren't always sensible. You're dismissed. Wieso bist du jetzt verbuggt? So what?
Ulfric gets this crown and then suddenly he's High King? No, it's not as simple as that. Oh But the Mann, Dragon ey. Crown would be a potent symbol for Verdammt. his cause to rally Was around. mache ich jetzt? But Ich mach mal einen Sicherheitsstillstand. Was wird das? Hier habe ich schon mit dem geredet, ne? So, warte, was muss ich jetzt machen? Sprich mit General Tallius. Aber ich kann nicht mit dem reden, weil der will, dass ich hier Teil der Armee werde. Was ist, wenn ich für die Sturmmäntel spielen möchte? Warum muss man den Eid bei Tallius ablegen und nicht bei der Legatin? Was soll denn das? Was soll das denn? it won't be a fairy tale. It'll be a problem. Changed your mind? Decided you... Consider... Don't you Nords put So, any was bin ich stock jetzt in... bereit? Well, upon my honor Bla bla bla. and unwavering, may those above long live the... Welcome. Just remember, speak to... Now, we're back. Controlling the Pale gives Ulfric a port Krass. town and takes the pressure off of Windhelm. Ich kann nicht normal mit dem reden. Everyone's agreed to do it. You've been here long enough to know that Nords aren't always Das ist ja sensitive. richtig dumm. Das ist ja richtig dumm, dass sie das so gemacht haben. Das ist ja richtig mies. Okay, also ich wollte aber mich aber sowieso dem Kaiserreich anschließen, weil ich das eigentlich ganz interessant finde, weil ja der Kaiser ist ja jetzt tot, also hier Kaiser Mede II. Und überhaupt sympathiere ich einfach eher mit dem Kaiserreich, als jetzt mit irgendwelchen verrückten Nord, die, ja. Und ich wollte, und jetzt machen wir das einfach, wir schließen uns jetzt einfach den an. So, ich schließe mich jetzt einfach dem Kaiserreich an und ich habe ja jetzt hier gespeichert und ja, dann zeige ich halt nochmal den Bürgerkrieg aus der Perspektive der Sturmmäntel nochmal extra. Okay, also wir sind jetzt bereit. Okay, ich bin bereit, den Schuh abzulegen. Well then, repeat after me. Upon my honor, I do swear undying loyalty to the Emperor. Nein, der Kaiser ist schon tot. Hier, der Titus Mede II. Ist schon ermordet worden durch mich. Bei meiner Ehre schwöre ich dem Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. And unwavering obedience to the officers of his great empire. Und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreichs. May those above judge me, and those below take me, if I fail in my duty. Wer über mir steht, möge mich richten, wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Long live the Emperor, long live the Empire. Lang lebe der Kaiser, der Kaeser, lang lebe das Kaiserreich. Welcome to the Imperial Legion, soldier. Just remember, we take care of our own. Once you're in the Legion, you're in it for life. Speak to Behrend. He's normally out by the forge. He'll get you outfitted. Now, if I'm not mistaken, Legate Ricka has a special assignment for you. The Stonefist's no fool. He's found the crown, but we'll get to it first. Gut, wir müssen aber jetzt mit dir We reden. will oust Ulfric from Windhelm soon enough, and when we do, I'll have his head on a plate. Stay sharp.
Genau, gescheitert. Wir können uns jetzt nicht mehr den Sturmmänteln anschließen. There's not much up there, but if we can regain Winterhold, our proximity to Windhelm should keep Ulfric wary and wasting troops garrisoned at home. So, ich habe eine Nachricht von den The Graubärten. Greybeards? What do those old hermits want with me? Sie laden zu Friedensverhandlungen in Hochroska ein. Why? There's nothing to discuss as long as that traitor Ulfric is in arms against his rightful emperor. Wir brauchen einen Waffenstillstand, bis den Drachen Einhalt geboten wurde. They are getting to be a problem. But I wasn't sent to Skyrim to fight dragons. My job is to quell this rebellion, and I intend to do just that. Dragons or no dragons. Die Drachen stellen im Moment ein wesentlich größeres Problem als die Sturmmäntel dar. Verhandlungen beginnt man am besten aus einer Position der Stärke. Ulfric hat bereits zugesagt. Has he? I suppose he doesn't want to miss a chance to bluster about the Empire's many crimes. He's probably hoping I'll refuse so he can blame the Empire for being unreasonable. I think I'll have to disappoint him yet again. Ihr werdet also zu den Friedensverhandlungen kommen? Yes, fine. I'll come to this Greybeard Council. For all the good it will do. Alles klar. Aber dumm, dass wir uns dem Kaiserreich jetzt anschließen mussten. Also das ist halt dumm geregelt, dass man den... Ja, dass man nicht bei Legat Ricke, sondern bei ihm, General, den Eid schwört. Das hat richtig dumm gemacht. Das ist mies. Also ich muss jetzt dem beitreten, ansonsten konnte ich jetzt gar nicht mehr mit ihm reden. Oder konnte man den verzaubern mit irgendeinem Zauber? Ich denke nicht. So, ich hab's geschafft. So, you've done it. The men of violence are gathered here, in these halls whose very stones are dedicated to peace. I should not have agreed to host this council. The Greybeards have no business involving ourselves in such matters. Keine Sorge, ich werde sie dazu bringen, Frieden zu schließen. Das war die einzige Möglichkeit, um sich die Hilfe von Balgruf zu sichern. Yes. Which is why I allowed this violation of all our traditions. But regrets are pointless. Here we are. Take your seat at the council table, and let us see what wisdom we can find among these warriors of Skyrim. So, wir nehmen jetzt Platz. Wie komme ich denn da hin? So, Arngeir, is it? You know why we're here. Are you going to let us in or not? You are not invited here. You're not welcome here. We have as much right to be at this council as all of you. More, actually, since we were the ones that put the Dragonborn on this path. I know what path you've set her on. And now Paarthurnax's wisdom is lost to us, just when we need it most. She did what had to be done. It was long overdue. My only regret is that I wasn't able to kill him myself. Delphine, we're not here to rehearse our grudges. The matter at hand is urgent. Alduin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Very well. You may enter. Episch. We should get started. Alduin is only getting stronger. Oh, das ist schon episch. Okay, also die Klingen, die haben jetzt auch hier an diesen Ort gefunden.
Also die Männer und Frauen der Gewalt haben sich versammelt. Genauso ist es. Und die Talmor sind auch da. And so we meet again. But this time I know who and what you really are. I'll give you credit for boldness, but associating yourself with the Blades is a choice you will come to regret. Wait upon you, Dragonborn. I'm here to ensure that General Tullius does not exceed his authority. Interessant. We should get started. Why We should delay? get started. Please, take your We should seat get so that we started. Ja, warte, ich muss erstmal mit jedem reden. If you can arrange an end to the fighting, Dragon's Reach is at your disposal. We should get started. Is everyone here? Let's get this started. I'm here because it's required of me. But there's nothing to be gained by talking to that murderer. I understand this council was your idea, Dragonborn. I'm afraid I don't hold out much hope for success. Why delay? Please. I'm glad I finally got a chance to see this place. We should get started. We should get started. Ja, ich muss erstmal jeden Take your seat fragen. and we can begin. Gleich. We must succeed here today. We must succeed here today. We all wait. We should get started. Alduin is only getting stronger. I never thought I'd ever willingly stand in the same room with Tullius again. At least not without a weapon in my hand. Why delay? It's good to be back in High Hrolfgar after all these years. I'd just as soon get this over with. I'll come to your council, but I doubt any good will come of Take your it. seat and we can begin. I'll come to your council, but I doubt any good will come When of it. has any good ever come from talking to the Empire? I don't know how you convinced Ulfric to talk to the Empire. Worse than a waste of time, if you ask me. Why delay? Please, take your seat so that we can begin. Ja. Okay, jetzt kann's losgehen. Das mache ich mal aus. So. Now that everyone is here, please take your seats so we can begin. I hope that we have all come No. here in the spirit You of... insult us by bringing her to this negotiation? Your chief Talos hunter? That didn't take long. Here, here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please, if we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input on this matter. What do you think? Are we going to let Ulfric dictate terms to us before the negotiations even start? Nein, ihr habt recht. Elenwen sollte hier bleiben. Ulfric hat recht. Die Talmor haben hier nichts verloren. Ich würde sagen, dass die Talmor hier jetzt nichts verloren haben. Obwohl die Talmor eigentlich nach meiner Meinung zu 100% recht haben in allem. Maybe so, but we shouldn't be making concessions before negotiations even start. Makes us look weak. Richtig, wir können uns nicht von Ulfric herumkommandieren lassen. Elewin sollte hier bleiben. Gebt Ulfric diesmal nach. Er wird später noch Zugeständnisse machen müssen. I guess I'll defer to your judgment on this one, but I think it's a mistake. Very well, Ulfric. Enjoy your petty victory. The Thalmor will treat with whatever government rules Skyrim. We would not think of interfering in your civil war. Ha! Skyrim will never bow to the Thalmor. Unlike your Imperial friends here. You're lucky I respect the Greybeard's counsel, Galmar. Legate, we represent the Emperor here. Sorry, sir.
It won't happen again. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar, and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hoped to gain in council what you've been unable to take in battle, is that it? I'm sure Jarl Ulfric does not expect something for nothing. Yes, that'd be entirely out of character. What in return? Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire, and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. Wie wäre es mit Rifton? Dämmerstern scheint ein fairer Tausch zu sein. Dämmerstern ist total nutzlos. Ich bin auf Seiten des Kaiserreichs. The rift would help secure our communications with Cyrodiil, and threatened Ulfric's southern flank. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk with good faith. I expected better of you, Dragonborn. You swore an oath to serve the Emperor. Don't forget it. I can see now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand.
You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Swords, bones, where will these demands end? Out with it, then. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, what do you say? Ulfric sollte euch für Karthwasten entschädigen. Wer kann schon genau sagen, was in Karthwasten geschehen ist? Well said. For once you'll actually pay for your crimes. I suppose that's the fairest deal we're likely to get. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thongvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Layla Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. The Stormcloaks will pay appropriate compensation for the massacre at Karthwasten. You both agree to this? The Sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif? Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Tullius is waiting to do your bidding. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Taking control of the rift was a great victory. Ulfric must be rather nervous with us so close to his doorstep. Come on, Nomar. We have a lot of work to do. Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. Jarl Balgruuf, I assume you are familiar with the Dragonborn's plan. Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temple, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. Wie soll uns das helfen? Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. Warum sollte er kommen, wenn man ihn ruft? He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Und wie lautet der Name dieses Drachens? Indeed. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen, but it is written here in the scroll. Odahvin, winged snow hunter, as I read it. I hope this truth gives you what you need. It won't last.
Und warum bin ich überladen? Diener, komm schnell herbei. More cups and plate. I live to serve. Was haben wir denn da? Detris' Schwert des Infernos. Steckt das Ziel 81. Okay. Ist aber schlechter als meine bisherige Waffe. Keine Ahnung, warum jetzt plötzlich ich überladen bin. Naja. It's been so much fun. Jo, das war doch richtig episch. Also die große Politik von Himmelsrand hat sich hier versammelt. Also die ganze große Politik von Skyrim hat sich jetzt hier versammelt, um hier zu beraten, wie man den Drachen fängt. Das ist schon interessant. So, welchen Schrei muss ich jetzt nehmen? Willenbeugen. Ich muss nochmal nachschauen. Also, stelle Oderwig eine Falle. Nochmal was? Erlerne den Schrei, mit dem man Oderwig rufen kann. Okay, also der wird mir aber nicht im Hauptmenü angezeigt. Okay, dann gehe ich nochmal schnell zu meinem Haus und ja, tue nochmal meine Sachen ablegen. So, alle machen sich wieder auf. Ja, warte mal, den General. Was sagst du dazu? That could have gone worse. Now it's up to you to deliver. That could have gone worse. Now it's up to you. I hope this truce gives you what you need. It won't last. Okay. You'll have to speak up. I'm a little deaf in my right ear. Stopp. That's all. As soon as it suits him. As soon as I get back to Whiterun, I'll get my men ready. I'm glad you were able to negotiate a truce, but I don't trust Ulfric. He'll break his word as soon as it suits him. What is it? So, erzähl mal. Did you say something? Wie können wir einen Drachen zur Drachenfeste locken? Shout for Urdavi from the Dragon's Reach courtyard. After that, it's up to you. Okay. That's all. Also, die ganzen Diplomaten machen sich wieder auf den Weg. Alle sind eigentlich friedlich, nur Ulfric Sturmmantel ist derjenige, der hier diese Unruhe und diesen Konflikt bringt. Und deswegen sind die ja natürlich auch schon mal vorher gegangen. Und interessant ist auch, dass Jarl Balgruf an der Seite der Talmor und an der Seite von General Julius steht. Und wenn wir uns gegen Jarl Ulfric entscheiden, dann entscheiden wir uns ja für eine Frau, ne, dass Elisif hier regieren soll in Skyrim. So, dann tue ich mal kurz aufräumen. Okay, dann habe ich's. Wow. Okay. So, schauen wir noch mal ganz kurz. Stelle eine Falle. So, das machen wir. Ja. Was ist das? Genau, den habe ich ermordet hier. Eiskalt. Gut, wir stellen uns hier hin und rufen ihn.
Ganz einfach eigentlich. So, ich denke mal, ich warte aber auf den Tag. So. Ja, noch 2 Stunden warten. Also, wie man hier sieht, hier ist das Stück, dass man dann herunterfährt, um den Drachen hier zu fangen. Und überhaupt die ganze Halle, die kann einen Drachen auf jeden Fall fassen. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da werden wir dann den Drachen fangen. Aber was muss ich jetzt noch? Jetzt muss ich noch mit jemandem reden. Mit wem? Was muss ich jetzt noch reden? Was muss jetzt noch besprochen werden? So, schauen wir mal, was wir da jetzt noch besprechen müssen. Seid ihr bereit, die Falle für den Drachen zuschnappen zu lassen? As I promised, my men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. Ich bin bereit. Fangen wir den Drachen. My men know what to do. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. Okay. Wait. I know you. Aber du gehst doch nicht jetzt hier... My men stand ready on the great porch. Come. My men stand ready on the great porch. I don't know how you talk the Jarl into this plan of yours. Aber du, Jarl, riskierst doch hier nicht dein Leben. Wobei, wenn er natürlich hier alles in Brand setzt, der Drache, wenn er hier alles in Brand setzt, dann kann er auch eigentlich auch hier sein. Das stimmt natürlich auch wieder. Gut, ich würde, also auf jeden Fall geht es hier weiter beim nächsten Mal. Und, ja. So. Perfekt. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Dann werde ich den Drachen fangen. Und dann stellen wir Alduin. So definitiv sehe ich das nur, wie wir das machen können. Und danach kommt halt dann der Bürgerkrieg.